Sollten alle Städte autofrei werden? Guten Morgen, Jonas. Ich bin neulich auf eine spannende Debatte gestoßen. Sollten alle Städte autofrei werden? Einerseits klingt das nach einer großartigen Idee für die Umwelt, andererseits frage ich mich, wie das praktisch funktionieren soll. Was meinst du? Hallo Sophia. Ja, dieses Thema ist brandaktuell. Es springt ins Auge, dass der Autoverkehr massiv zum Klimawandel beiträgt. Man könnte meinen, wir müssten alle aufs Fahrrad oder auf öffentliche Verkehrsmittel umsteigen, um Emissionen zu reduzieren. Da gehe ich mit. Es liegt auf der Hand, dass weniger Autos in der Stadt die Luftqualität verbessern und den Lärmpegel senken würden. Gleichzeitig würden Städte lebenswerter für Fußgänger und Radfahrer. Hier beißt sich aber die Katze in den Schwanz, wenn man an Leute denkt, die auf ihr Auto angewiesen sind, zum Beispiel für den Arbeitsweg. Genau, das ist eine Gratwanderung. Viele Menschen wohnen in Gegenden mit schlechter Verkehrsanbindung. Man darf nicht außer Acht lassen, dass ein kompletter Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel hohe Kosten erfordern würde, sowohl für Städte als auch für Pendler. Andererseits sind Städte wie Kopenhagen oder Amsterdam schon heute fast autofrei. Das zeigt, dass ein stufenweiser Wandel möglich ist. Man könnte argumentieren, dass Deutschland mit einem gut ausgebauten ÖPNV-System zumindest in den Ballungsräumen ähnliche Wege gehen könnte. Richtig. Um es auf den Punkt zu bringen, mir scheint, dass wir in vielen Großstädten bereits in Richtung autofreie Zonen gehen. Innenstadtmaut, Fahrverbote für alte Dieselfahrzeuge, das alles sind erste Schritte. Die Frage ist, ob das ausreicht oder ob wir konsequenter vorgehen sollten. Unter dem Strich glaube ich, dass eine komplette Autofreiheit erst einmal utopisch klingt, aber trotzdem ein Ziel sein kann. Man muss abwägen, wie man verschiedene Interessen, Umwelt, Wirtschaft und individuelle Mobilität unter einen Hut bringt. Ganz genau. Langer Rede, kurzer Sinn. Eine sofortige komplette Autofreiheit wäre vielleicht zu radikal. Es spricht aber einiges dafür, in Etappen zu denken und Alternativen zu fördern, zum Beispiel durch Elektromobilität, Carsharing oder den Ausbau der Fahrradinfrastruktur. Sehe ich auch so. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass wir in Zukunft immer mehr autofreie Bereiche haben werden. Es hängt jedoch von politischen Maßnahmen und gesellschaftlicher Akzeptanz ab, wie schnell und konsequent das umgesetzt werden kann. Sollten soziale Medien stärker reguliert werden? Hallo Felix. Ich habe gerade einen Beitrag über geplante Gesetze zur Regulierung von Social Media gelesen. Einerseits scheint das eine gute Idee zu sein, um Hassrede und Fake News einzudämmen. Andererseits mache ich mir Sorgen um die Meinungsfreiheit. Wie siehst du das? Hi Martha. Ja, hier prallen Welten aufeinander. Soziale Medien sind zu einer zentralen Plattform für Informationen und Meinungsaustausch geworden. Es stellt sich die Frage, ob staatliche Regulierungen nicht zu Zensur führen könnten. Absolut. Man darf nicht vergessen, dass in autoritären Regimen der Begriff Regulierung oft als Vorwand benutzt wird, um kritische Stimmen zum Schweigen zu bringen. Andererseits lässt sich nicht leugnen, dass Desinformation und Hetze eine echte Gefahr für Demokratien darstellen. Da stimme ich dir zu, es ist eine Gratwanderung. Mir fällt oft auf, wie schnell falsche Informationen geteilt werden. Manche Leute nehmen alles für bare Münze, was sie online lesen. Man könnte meinen, mehr Regeln wären nötig, um Schaden zu vermeiden. Es liegt auf der Hand, dass wir Mechanismen brauchen, um Fake News zu kennzeichnen oder Hassrede zu unterbinden. Hierbei darf man aber nicht außer Acht lassen, wie aufwendig und kompliziert das ist. Große Plattformen operieren weltweit, während Gesetze zumeist national sind. Genau. Das ist der springende Punkt. Wer soll überwachen, was legal oder illegal ist? Und wer entscheidet das? Es bleibt abzuwarten, wie effektiv neue Gesetze sein könnten.
Ich denke, dass eine Kombination aus staatlichen Richtlinien und Eigenverantwortung der Plattformen sinnvoll wäre. Etwa, dass Unternehmen wirksame Melde- und Löschmechanismen bereitstellen. Man muss in Betracht ziehen, dass viele Betroffene sonst schutzlos bleiben. Unter dem Strich lässt sich wohl sagen, dass Regulierung kein Allheilmittel ist. Man sollte zugleich an der Medienkompetenz der Nutzer arbeiten. Es springt ins Auge, dass aufgeklärte Bürger weniger anfällig für Desinformation sind. Ja, ich bin ganz deiner Meinung. Zusammenfassend, wir brauchen Regeln, aber in einem Rahmen, der die Grundrechte wahrt. Und wir brauchen dringend mehr Aufklärung und Transparenz. Sonst geraten wir vom Regen in die Traufe. Sollte die 4-Tage-Woche eingeführt werden? Hey Max, hast du schon von den Pilotprojekten zur 4-Tage-Woche gehört? Ich bin zwiegespalten. Einerseits ist es eine tolle Idee für die Work-Life-Balance. Andererseits könnte das für manche Branchen unmöglich sein. Hallo Clara. Ja, das Thema ist höchst interessant. Auf den ersten Blick klingt eine 4-Tage-Woche nach einer Wunderlösung. Mehr Freizeit, vielleicht sogar höhere Produktivität. Man darf jedoch nicht vergessen, dass beispielsweise im Gesundheitswesen oder in der Gastronomie Schichtdienste gang und gäbe sind. Stimmt. Es lässt sich nicht leugnen, dass manche Sektoren schwer umzustellen wären. Dennoch zeigen gewisse Studien, dass Produktivität an 4 Tagen pro Woche häufig höher ist, weil Mitarbeiter erholter und motivierter zur Arbeit kommen. Da gehe ich mit. Man könnte sagen, dass die Reduktion auf 4 Tage sogar Kosten sparen kann, etwa bei Strom, Heizung oder Miete im Unternehmen. Aber es bleibt abzuwarten, ob das flächendeckend durchsetzbar ist. Es liegt nahe, zumindest einen Versuch zu starten, zum Beispiel in öffentlichen Verwaltungen oder in bestimmten IT-Unternehmen. Man muss allerdings berücksichtigen, dass eine reduzierte Arbeitszeit nicht automatisch weniger Arbeit bedeutet. Genau, der Teufel steckt im Detail. Oft werden die 5 Arbeitstage einfach auf 4 komprimiert. Das kann für manche ziemlich stressig werden, wenn die Arbeitsmenge gleich bleibt. Um es auf den Punkt zu bringen, die 4-Tage-Woche ist nur dann ein Gewinn, wenn sie gut geplant ist. Unter dem Strich ist es eine Idee, die zwar verlockend klingt, aber eine sorgfältige Struktur braucht. Man darf nicht außer Acht lassen, dass Unternehmen unterschiedliche Bedürfnisse haben. Sehe ich genauso. Zusammenfassend finde ich, dass die 4-Tage-Woche Potenzial hat, besonders dort, wo Wert auf Kreativität und mentale Gesundheit gelegt wird. Die Frage ist jedoch, wie man das gerecht gestaltet und welche Ausnahmen nötig sind. Genau. Man könnte meinen, dass die Zukunft flexiblere Arbeitsmodelle braucht, sei es 3, 4 oder 5 Tage. Am Ende des Tages geht es darum, Arbeitsqualität und Lebensqualität in Einklang zu bringen. Sollte Fleischkonsum eingeschränkt werden? Hallo Lukas. Ich habe kürzlich einen Bericht über den CO2-Fußabdruck von Fleischkonsum gelesen. Es springt ins Auge, wie sehr unser Fleischverbrauch das Klima belastet. Denkst du, wir sollten den Konsum einschränken? Hey Anna, das ist ein heißes Eisen. Einerseits ist es unbestreitbar, dass Massentierhaltung enorme Umweltschäden verursacht. Andererseits ist Fleisch für viele Menschen Teil ihrer Kultur und Ernährung. Genau. Man könnte argumentieren, dass jeder Einzelne Verantwortung trägt, weniger Fleisch zu essen oder sogar ganz darauf zu verzichten. Andererseits kann man auch sagen, der Verzicht sollte freiwillig sein und nicht per Gesetz verordnet werden. Das ist der springende Punkt. Es lässt sich nicht leugnen, dass die Fleischindustrie ein wichtiger Wirtschaftsfaktor ist. Viele Arbeitsplätze hängen davon ab. Hier stellt sich die Frage, ob ein radikales Verbot nicht zu sozialen Problemen führen würde. Das stimmt. Man darf aber nicht außer Acht lassen, dass die Fleischpreise künstlich niedrig sind, weil es Subventionen gibt. Würde man diese Subventionen abbauen, könnte das Fleisch teurer werden und der Konsum automatisch sinken. Da gehe ich mit,
Das wäre ein marktwirtschaftlicher Ansatz. Zudem könnten höhere Preise die Nachfrage nach pflanzlichen Alternativen steigern. Man könnte meinen, das sei für die Umwelt und für unsere Gesundheit positiv. Unter dem Strich glaube ich, dass wir eine Mischung aus Anreizen und Aufklärung brauchen. Es steht außer Frage, dass mehr Menschen bewusst auf die Herkunft und Produktion ihres Fleisches achten sollten. Genau. Um es auf den Punkt zu bringen, wir müssen verantwortungsvoller konsumieren. Ein vollständiges Verbot wäre wohl zu drastisch. Es liegt nahe, dass sich unser Konsumverhalten verändern muss, wenn wir nachhaltiger leben wollen. Sehe ich auch so. Man muss abwägen, wie viel man dem Einzelnen vorschreiben kann. Aber ich finde, die Politik sollte zumindest mehr Transparenz verlangen und umweltfreundliche Alternativen fördern. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass wir Fleischkonsum nicht einfach komplett abschaffen können. Dennoch sollten wir uns bemühen, ihn zu reduzieren und auf bessere Qualität zu achten, im Sinne der Umwelt, der Gesundheit und des Tierschutzes.